Hallo Leute, willkommen hier zurück zu Last Z Survival Shooter. Heute mit einem neuen Video, und zwar 90% von euch wissen bestimmt nicht, wie sie die Fraktion Guard of Order spielen sollen. Was sind die besten Helden von der Season 1 bis zur Season 4? Wir sind jetzt die Wings of Dawn Fraktion durchgegangen, wir sind jetzt die Fraktion Blood Rose durchgegangen und heute in diesem Video gehen wir die Fraktion Guard of Order durch. Ich habe von euch auch viele Nachrichten bekommen, zum Beispiel Sultai, die Anordnung der Truppen, ja, Tanks gehören nach vorne, Damage Dealer nach hinten. Das spielt keine Rolle. Das kann sein. Ne? Also wenn der Gegner sowieso schwächer ist als du, dann kannst du deine Formation würfeln, wie du möchtest. Denn es ist egal, wo die stehen. Ich gehe aber nach diesem Prinzip, das Spiel designt die Helden. Ja? Und die Helden haben ja eine Funktion. Ne? Sakura zum Beispiel ist ein Damage Dealer. Das sagt das Spiel. Und von daher gehe ich davon aus, okay, das ist ein Damage Dealer, die kommt nach hinten. Ja? Genau. Und Mia zum Beispiel ist ein Tank. Und das Spiel sagt, sie hat eine hohe Verteidigung. Also gehe ich davon aus, dass es ein Tank ist und sie kommt extra nach vorne. Wir haben es noch ein bisschen getestet, PvE und PvP mäßig. Und wenn ich das so spiele, wie es das Spiel vorgibt, na, dann habe ich Verluste. Na. Mische ich das aber, habe ich deutlich höhere Verluste. Also ich denke mal, das ist individuell abhängig davon, wie dein Setup aufgelevelt ist oder wie das Setup deines Gegners aufgelevelt ist. Na? Okay, gut, so viel dazu und wir können mal kurz uns... Jetzt habe ich die Olle hier schon wieder... wartet mal, ihr habt das mal gesagt. Ich muss in den Chat rein. So, dann gehe ich wieder zurück und dann ist er weg. Vielen Dank für den Tipp. Wenn ihr weitere Tipps habt, gerne in die Kommentare. Und ja, wie gesagt, Guard of Order, das sind die Riders und die Riders, kann man so sagen, ist die Kavallerie hier im Spiel. Na? Okay, wenn du jetzt ja, deine Formation 1 maximieren möchtest und du hast von Anfang an zum Beispiel auf Guard of Order deinen Account ausgelegt und ja, dann hast du hier die Chance zu erfahren, welche Helden natürlich am besten sind. Na? Von Season zu Season. Wir können mal ganz kurz zu den Helden reingehen. Wir haben hier einmal die Sakura, Damage Dealer. Dann haben wir hier die Mia, ist ein Tank. Sie wird euch lange begleiten, also die könnt ihr ruhig mit aufleveln. Dann haben wir hier Chinatsu, ja, Damage Dealer. Dann haben wir hier Evelyn, ist auch ein Damage Dealer. Sie wird euch auch ewig begleiten. Ja, was heißt die ewig, aber lange. Und dann haben wir hier noch Helena und sie ist auch ein Tank. Na? Helena ist eine sehr gute Heldin hier in diesem Spiel. Ja, und was soll ich dazu sagen? Wenn ihr Fragen habt dazu, schreibt es gerne in die Kommentare. Und auch hier gilt wie immer das Steinschere-Papier-Prinzip, weil hier habt ihr nämlich einen Vorteil. Die meisten Spieler spielen ja Wings of Dawn. Ne? Das heißt, sie spielen Scharfschützen. Und wenn du jetzt Guard of Order maximieren möchtest, ja, oder du hast es zum Beginn ausgewählt, ne? Die Fraktion Guards of Order hat einen Vorteil gegenüber der Fraktion Wings of Dawn. Sehr wichtig. Aber es kommt darauf an, wie gut dein Setup aufgelevelt ist. Ja? Natürlich hast du oder kannst du ausgekontert werden von der Fraktion Blood Rose, aber ich denke mal, Blood Rose wird nicht so oft gespielt. Ich weiß es nicht, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ich würde mal vorschlagen, wir beginnen auch mit dem Video. Und ja, let's go. Okay, kommen wir zu den besten Formationen. Beginnen wir mit Season 1. Hier besteht eure Frontlinie aus Mia und einem zweiten epischen Tank. Da Mia in der ersten Season der einzigste legendäre Tank dieser Fraktion ist, müsst ihr den zweiten Platz zunächst mit einem epischen Helden besetzen. In der Backline spielt ihr Sakura, Evelyn und Chicha. Mit dieser Formation aktiviert ihr den Fraktionsbonus von Guard of Order und habt die stärkste Aufstellung für die Season 1. Na, sehr wichtig. Ab der Season 2 kommt Helena. Na? Sie ersetzt den epischen Tank in der Front und gemeinsam mit Mia bildet sie die stärkste Frontline für Guard of Order. In der Backline bleibt die Formation mit Sakura, Evelyn und Chicha zunächst unverändert. Helena sorgt nämlich dafür, dass eure Front deutlich stärker und stabiler wird und eure Rider länger im Kampf bleiben. Ja, also die überleben länger. In der Season 3 verändert sich die Meta wieder etwas. Die Front bleibt mit Mia und Helena bestehen. In der Backline ersetzt die neue Heldin Dodemeki Chicha. Dadurch gewinnt eure Formation deutlich an Schaden und gehört zu den stärksten Kombinationen dieser Season. Ab Season 4 kommt schließlich Amber dazu. Die Front bleibt weiterhin mit Mia und Helena besetzt. Da ist keine Frage, das bleibt so. In der Backline spielt ihr jetzt Evelyn, Dodemeki und Amber. Das ist aktuell die stärkste Guard of Order Formation und wird auch in den späteren Seasons weiterhin sehr häufig gespielt. Wenn ihr eure Helden gezielt verbessern möchtet, solltet ihr Ressourcen in dieser Reihenfolge investieren. An erster Stelle steht Amber. Danach folgt Dodemeki, anschließend Helena, danach Sakura, dann Evelyn, anschließend Mia und zuletzt Chicha. Ich weiß, dass die Helden
seasonabhängig zu bekommen sind. Das heißt, wenn ihr die Helden habt, dann levelt sie auf. Grundsätzlich solltet ihr immer versuchen, mit 5 God of Order Helden zu spielen, um den Fraktionsbonus vollständig zu aktivieren. Außerdem ist God of Order auf Rider spezialisiert. Deshalb solltet ihr eure Rider konsequent ausbauen und möglichst sehr schnell auf eine hohe Truppenstufe bringen. Ne? T9, T10 wäre ideal. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Die Fraktion God of Order hat natürlich einen Vorteil gegenüber Wings of Dawn. Es kommt aber auf dein Setup drauf an, wie gut du aufgelevelt bist. Ich wiederhole mich immer wieder, weil es ist auch ein wichtiger Punkt. Ja? Okay, ja, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video in Last Set Survival Shooter. Viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Euer Sultai. Na, ciao sie.